Was ist es überhaupt, über was wir hier heute reden? Wir reden heute über die Pocket-Familie, die in den 70er Jahren gestaltet wurde und in den Markt gekommen ist. Ursprünglich hatte das Pocket-Konzept wurde von Kodak entwickelt. 1972 kam Kodak mit dieser ersten Instamatic, hieß sie, glaube ich, auf den Markt. Das war eine Kamera, die auch über Öffnen und Schieben funktionierte. Das war ganz spannend, weil es damals eine ganz einfache Methode war, um die Mechanik, eben Spannen des Verschlusses und Transport des Filmes. Das war eine ganz einfache Lösung, die auch sehr kostengünstig umzusetzen war, auch in der Mechanik. Die Agfa ist auf diesen Zug damals ein bisschen aufgesprungen natürlich, hat aber mit dem riesen Konstruktionsteam und Ingenieurteam, was die hatten, komplett eigene Wege eingeschlagen. Sie haben praktisch dieses Prinzip weiterentwickelt zu diesem sehr berühmten, bekannten Ritschratsch-Prinzip, was die Pocket-Familie im Prinzip durchgängig hat, außer die späteren Pocket-Familien. Die waren dann über einen Elektromotor gesteuert in den späten 70er Jahren. Das Schöne an der Pocket-Kamera, an der sehr, sehr schlichten klassischen Kamera, ist einfach diese Ritschratsch-Technik. Sie haben durch eine ganz einfache Mechanik, transportieren Sie den Film weiter und spannen praktisch den Verschluss, der dann zum Auslösen perfekt ausgelöst werden kann. Schon in der ersten Agfa-Generation wurde der Sensorknopf integriert. Der Agfa-Sensorknopf hat eine sehr, sehr interessante Vorgeschichte. Es gab von den Ingenieuren eine Idee, ein wackelfreies Auslösen zu ermöglichen, was über einen 16 mm großen Durchmesser erreicht wurde, durch eine ganz leichte Spannung eines Kunststoff-Spritzgussteils, was es ermöglichte, durch ein ganz leichtes Drücken schon das Foto zu machen und dadurch kein Wackeln mehr verursachte. Die Vorgängergenerationen hatten meistens noch einen ganz klassischen mechanischen Auslösegriff, der dann beim Drücken sofort reagiert hat und immer noch ein bisschen zum Bildwackeln geführt hat, was dann natürlich in Unschärfe resultierte. Die Pocket-Kamera hat eine ganz besonders attraktiven Part in meinen Augen, und das war ganz klar das intuitive Bedienen. Man musste zu den Zeiten keine großen Gebrauchsanweisungen lesen, sondern sie ist einfach wirklich intuitiv verständlich. Auch heute noch, wenn ich das jemandem in die Hand gebe, findet er sich relativ schnell zurecht. Vielleicht nicht mehr die ganz Jungen, die noch irgendwo nach einem Display suchen und nach Touch-Displays. Das gibt es natürlich nicht. Hier gibt es ganz einfach ein schlechtes Wetter und ein gutes Wettersymbol. Nicht besonders anspruchsvoll in der Einstellung, aber damals vollkommen ausreichend. Wir haben, damals war ein bisschen so in der generellen Fotoindustrie, in der Filmindustrie, war der Trend hin zu feinkörnigen Papieren, Filmen. Und deswegen dachte man, die Negative können auch immer kleiner werden. So war ein ganz klarer Trend dabei, schon damals verspürbar, die Kameras zu miniaturisieren, um sie problemlos auch mal in eine Tasche stecken zu können. Also das konnte die Pocket wirklich hervorragend. Das betraf natürlich auch den Film. Diese klassischen hier Color Negativ 200 Tiger waren wirklich ganz einfache Patronen, die praktisch auch mit dieser Technik sozusagen komplett ein eigenes Gehäuse hatten und dadurch man auch nicht mehr die Probleme hatte mit wirklichen Film rausziehen, aus der Filmrolle präzise einlegen, sondern das war praktisch wirklich eine Plug-and-Play-Lösung aus den 70er Jahren, indem man einfach die
Verpackung aufreißen konnte, den Film entnehmen konnte. Hier war jetzt praktisch überhaupt kein Problem, dass schon irgendwas belichtet wurde, dass ich irgendein kompliziertes Handling hatte. Hier war wirklich auf Ergonomie wirklich Acht gegeben worden. Man kann durch einen einfachen Hebel, konnte man die Kamera öffnen und konnte entsprechend leicht den Film einlegen und wieder verschließen. Das war wirklich damals eine kleine Revolution und von den Kunden auch hochgeschätzt, dass es kein kompliziertes Filmeinlegen mehr gab. Das heißt, diese Kamera war auch in der Jugend sehr beliebt. Das war damals ein sehr beliebtes Geschenk für die Kinder und für die Jugendliche als erste Kamera, weil es eben auch so einfach war und so intuitiv zu bedienen. Zusätzlich war damals sehr interessant, dass es immer komplette Bundles gab. Im Unterschied zu heute, wo wir Industriedesigner Produkte entwickeln, die dann von irgendeiner Werbeagentur umgesetzt werden und vermarktet werden, war hier das Tolle, da haben sich die Designer mit den Werbeagenturen an einen Tisch gesetzt und haben einfach mal ein Bundle entworfen und haben gesagt, also es wäre ganz toll, man bietet sowas an, dann sehe ich gleich, okay, was für ein Film gehört dazu, ich habe gleich ein entsprechendes Zubehör, ich habe vor allem eine Handschlaufe. Es gab damals eine sehr interessante Studie, die mit Jugendlichen gemacht wurden und die wollten einfach weg von der klassischen Fototasche, wie jeder Opa sie praktisch an der Hand hatte. Dann gab es die Entwicklung auch hier mit diesem wunderschönen Griff. Und es gab auch noch ein paar Packages, so ein paar Bundles, die extra für Jugendliche gemacht wurden. In den 70er Jahren, das hieß glaube ich Teen 70. Und das war auch immer ein Bundle, wo Film, Zubehör, Taschen, alles in einem angeboten und verkauft wurden. Etwas, was man heute auch nicht mehr oft anfindet. Heute gibt es ein Produkt und dann gibt es riesen Zubehörmärkte, wo ich mir dann irgendwie meine Dinge selber zusammenkaufen muss. Die Aquamatic war ja ein Riesenerfolg. Worauf kann man den begründen? Also ist es so, dass das Gesamtpaket einfach gestimmt hat, eben durch das Sensor, das Geräusch, das Ritsch-Ratsch-Klick, die Werbung, dass alles gepasst hat? Oder worauf würden Sie den Erfolg der Aquamatic zurückführen? Also ich glaube, hier sind viele Faktoren, die hier zusammenkommen. Es ist einmal wirklich, dass es ganz intuitiv erlebbar war. Es war ein sehr einfaches Fotografieren. Es ist eigentlich ein bisschen, man kann schon sagen, heute sind wir ähnlich weit mit unseren Smartphones. Es ist eigentlich wirklich anschalten, auslösen, fertig. Der Rest macht die Automatik. Das war damals nicht so selbstverständlich. Natürlich gab es auch Pocket-Varianten, wie diese hier, spätere Generation. Dann gab es dann schon hier ein Verstellrad, wo man sich etwas mehr mit der Technik auseinandersetzen musste. Aber es war auch noch alles sehr einfach. Hier habe ich die Brennweiten, ich habe die Entfernungen, ich kann Makro einstellen. Das schlechte Wetter blieb diesmal hier kein separater Button, sondern hier musste ich vielleicht mal ein bisschen in der Gebrauchsanweisung lesen. Aber summa summarum, super einfach erlebbar. Hinzu kam, dass die Kameras einfach robust waren. Abgesehen davon, dass sie natürlich auch jeglichen Falltests entsprochen haben, die Aqua damals durchgeführt hatten, war natürlich das Sensationelle, dass einfach auch hier die Linse und der Sucher, es war alles geschützt, es war alles simpel, schlicht und ich konnte wieder zusammenschieben, fixieren und wieder in die Tasche stecken. Das heißt, ich hatte auch keine wirklichen Transportprobleme. Sie war bequem, sie liegt gut in der Hand und was natürlich ganz besonders hinzukommt, ist, dass sie für die damalige Zeit einfach schon im Design sehr, sehr modern war.
obwohl sie auch einen sehr zeitlosen Charakter hat. Also das war einfach ein Produkt, was dem damaligen Zeitgeist entsprochen hat. Das war immer, wenn man eine Agfa-Kamera hatte, hatte man wirklich was Modernes in der Hand. Eine ganz tolle Geschichte, und ich denke, das ist auch ein tolles Merkmal, wo viele Firmen heute wahnsinnig viel Geld aufgeben, um was Ähnliches zu erreichen, war einfach auch, ich habe hier ein hervorragendes Corporate Design. Agfa-Kameras waren sofort von jedem wiedererkennbar. Das wurde natürlich erreicht dadurch, dass der Sensor auch hier integriert wurde. Der Sensor bekam eigentlich das CI-Symbol für Agfa schlechthin, noch viel stärker als der Rhombus, der hier noch ganz dezent einfach in schwarzen Outlines aufgebracht ist, war praktisch die Anmutung von klassischen schwarzen Gehäusen, die damals durchgängig so verwendet wurden, eben in Kombination mit dieser Silberanmutung doch was Außergewöhnliches. Die Kamera ist noch komplett aus Kunststoff, teilweise eben auch verchromter Kunststoff, der eingesetzt wurde. Also praktisch galvanische behandelte Kunststoffflächen. Auch das war in den 70er Jahren was Besonderes und Außergewöhnliches. Hinzu kam, dass da sind wir noch gar nicht drauf gegangen, die damals üblichen Blitzwürfel auch einfach sehr einfach zu adaptieren waren. Früher gab es noch die klassischen Stecksysteme, die ich erstmal auf eine Kamera aufstecken musste, um dann ein bisschen, um meinen Blitz dann zu haben in geschlossenen Räumen. Das war hier einfach unkompliziert. Und das hat damals auch die Jugend geschätzt. Natürlich war es ein bisschen verrückt. Ich hatte hier einen kleinen Würfel drauf. Das waren jedes Mal nur 4 Blitze. Danach musste der wieder ausgewechselt werden. Aber das war halt damaliger Stand der Technik. Also es war ein gelungenes Produkt von der Gestaltung, vom Bundle, von der Ergonomie und auch von den Kosten. Hier war damals hatten die Agfa die Kosten noch sehr, sehr gut im Griff. Bei den späteren Generationen, die dann auch sehr viel Metallgehäuse bekamen, also das hier ist zum Beispiel jetzt komplett ein Metallgehäuse, ich glaube, das war ein Aluminium-Druckersteil. Da wurden die Kameras dann doch schon ziemlich teuer, und das war leider dann noch das Problem in den späten 70er, 80er Jahren, dass die Japaner mit Geräten, mit Fotokameras auf den Markt kamen, die einfach um Faktor ein Drittel, also nur noch um Faktor 2/3 günstiger waren, also nur noch ein Drittel so viel kosten wie die Agfa-Kameras. Es war leider einfach damals Fakt. Da haben die Deutschen vielleicht auch ein bisschen geschlafen. Aber der Ruf hat nie gelitten. Die Pocket-Kameras wurden noch teilweise bis in die 90er verwendet, weil sie einfach den Menschen so Spaß machten. Auch heute ist noch bei vielen bekannt, dass dieser Auslösemechanismus Ritsch-Ratsch-Kameras, also das war so ein bisschen so der Nickname dieser Pocket-Kameras, die Ritsch-Ratsch-Klick-Kameras, und das war einfach ein gelungenes Produkt und ein hervorragender Erfolg für die Agfa. Sie haben mir erzählt, Ihr Vater, glaube ich, der hatte noch mit Herrn Schulte, also die zusammen entwickelt haben, eine kleine Diskussion über den roten Punkt, oder? Ja, das ist richtig. Der rote Punkt, es gab lustige Geschichten. Also die Kamera wurde gestaltet vom Herrn Schultes und von meinem Vater. Wobei damals zur Schlagig-Schultes-Design mein Vater schon ein bisschen mehr für die Laufbildthemen verantwortlich war, also für die ganzen Super 8 Kameras, während Herr Schultes mehr die ganzen Standbildkameras betreute. Wobei das Design ist im Endeffekt immer ein Teamwork und nie basierend nur auf einer einzelnen Person. Also als Ursprungsgestalter der gesamten Pocket-Familie darf man den Herrn Schultes und meinen Vater, Professor Norbert Schlagig, bezeichnen. Der rote Sensor, er hat eine ganz nette Vorgeschichte. Wie gesagt, Agfa war nachher super stolz, dass sie den roten Sensor hatten, weil er das Wiedererkennungsmerkmal bei der Agfa war.
Es war aber eine schwere Geburt. Ich weiß noch, mein Vater hat mir auch mal erzählt, da flog, glaube ich, auch mal in irgendeiner Präsentation, flog mal eine Kamera durch den Raum, weil die Agfa-Vorstände waren erst nicht dazu bewegen, diesen roten Punkt zu machen. Die haben einfach nicht verstanden, was wir Designer, warum uns der so wichtig war. Die haben verstanden, warum die Techniker den wollten, weil er eben dieses wackelfreie Auslösen ermöglichte. Aber ihnen war nicht klar, warum wir Designer ihn so extrem dominant haben wollten, mit einem extra Chromring und einer großen roten Fläche. Er hätte auch ein bisschen kleiner sein können. Das war eine nette Vorgeschichte. Hinterher waren sie alle glücklich, dass wir Designer uns in dem Fall durchgesetzt hatten. Was man auch noch erwähnen kann, ist, dass damals im Unterschied zur heutigen Produktentwicklung viel mehr alle beteiligten Bereiche einer Produktentwicklung gemeinsam an einem Tisch saßen und zu einer Entscheidung kamen. Das waren sowohl die Marketingleute, wie auch die Vertriebsleute, wie auch die Ingenieure und die Designer. Und dort hat man sehr, sehr intensiv die Vor- und Nachteile der jeweiligen Varianten diskutiert. Man hat sehr intensiv diskutiert, wie kann man Kosten sparen, wo kann man was noch optimieren, wie müssen Details aussehen, wie kann der Service leicht an Innereien hinterher ranzukommen, um die Kameras zu reparieren. Ich meine, damals wurden Kameras noch repariert, nicht wie heute einfach gleich weggeschmissen. Und vor allem, was damals auch noch außergewöhnlich sah, man saß mit den Werbeagenturen an einem Tisch. Ich weiß noch, wir haben die Agfa hat einiges auch mit Schlagig-Schultes Design und auch Mendel und Oberer gemacht. Verschiedene Themen, aber auch andere Werbeagenturen, auch Inhouse-Leute, die dazu kamen. Man hat sich ausgetauscht, man hat diskutiert, was ist jetzt wirklich das Tolle an diesem Produkt und hat das auch noch weiter kommuniziert an die Werbeagenturen, die dann wieder die Anregungen der Designer übernommen haben und weiterentwickelt haben. Und das vermissen wir heute, das gibt es heute nicht mehr im klassischen Industriedesign-Prozess. Meistens wird dann ein Produkt fertig gemacht vom Designer und dann sieht er nichts mehr davon und dann erfährt er irgendwann hinterher, okay, da war Werbeagentur XY dran, die dann keine Ahnung was draus gemacht hat, ohne die ganzen wirklichen Grundgedanken, die sich die Designer gemacht haben, auch zu eigen zu machen oder sich einfach nur Anregungen zu holen. Weil genau das, da wurden ja so viel in diesen großen Kreisen, so viele Punkte besprochen, wo man einfach wahnsinnig viel rausziehen konnte und sagen könnte, okay, das Thema können wir bewerben, das Thema können wir bewerben. Das ist heute leider nicht mehr der Fall, aber gut, das ist eine andere Welt. Ja, was mich bei der Kamera auch fasziniert, und das wird ja heutzutage auch in eBay, wird ja wieder diese Aquamatic, aber auch andere Sachen, ich sage jetzt mal Ikonen des Designs, gehandelt und auch immer teurer gehandelt. Also die Preise, wenn man das mal ein bisschen verfolgt, steigen auch. Und ich frage mich aber, woran liegt das? Eine Erklärung wäre vielleicht, dass diese Kameras noch haptisch und also eher ein sinnliches Erlebnis bieten als die modernen Handys, mit denen man ja heutzutage die Fotos schießt. Vielleicht ist das eine Erklärung. Natürlich verklärt man natürlich auch alles, also was damals war, und viele haben natürlich Erinnerungen, also wie ich auch. Also das war auch bei mir die erste Kamera, die ich geschenkt bekommen habe. Und man verklärt natürlich vieles, aber auf der anderen Seite eben dieses Ritsch-Ratsch-Klick, das hat natürlich schon einen Wahnsinns Reiz, oder? Und auch die Haptik oder wie die Sie gerade Optik sagen, von es ist ein haptisches Erlebnis und es ist ein akustisches Erlebnis. Es ist ja ganz witzig, dass heute bei den ganzen digitalen Geräten, auch bei Smartphones, wenn Sie da den Auslöser drücken, dann hören Sie das alte Klicken eines Auslöseknopfes oder einfach die Verschlusslinse hören Sie kurz. Also es wird was imitiert, was gar nicht mehr da ist. Es ist einfach, wie Sie sagen, ein Rundum-Erlebnis. Wenn ich hier noch die schöne, allein dieses Geräusch ist natürlich mechanisch, ist ein bisschen rau, aber ich merke, ich tue was, ich bewege was und
ich spare mir auch was. Also es ist ja, wenn Sie heute in einem Auto sitzen, ich genieße es manchmal noch einfach eine Fensterkurbel zu haben und nicht nur noch irgendwo hinzudrücken und dann senkt sich da dieses Teil ab. Also es ist wirklich ein ganz anderes Erlebnis, auch ein visuelles Erlebnis. Was ich wunderschön finde, ist einfach, dass ich heute noch einen Sucher habe. Ich hau durch ein Bild, ich muss mir meinen Bereich suchen, ich sehe innen drin noch eingeblendet den Rahmen, wo ich dann genau sehen kann, okay, das ist das eine Format, das ist das andere Format. Es ist einfach ein anderes haptisches, visuelles und akustisches Erlebnis, was mir heute mit den heutigen Produkten definitiv nicht mehr geboten wird. Und, muss man auch sagen, allein vom Gewicht, es hat halt viel mehr Wertigkeit als ein Produkt, was ich heute kaufe. Es liegt schön in der Hand. Insofern kann man auch durchaus sagen, wir waren unserer Zeit voraus. Wenn wir nachher noch mal in unseren Schrank schauen mit den Kameras, mit noch ein paar Exemplaren von früher, da sind viele Dinge drin, die könnten Sie heute noch verkaufen. Die würden heute noch gut ankommen. Also die Formensprache ist auch eine sehr zeitlose Formensprache, die immer noch eine irre Aktualität hat. Manchmal frage ich mich, heutzutage haben sie Designer ja teilweise schwer, also wenn sie zum Beispiel Smartphones entwickeln, also von Apple wird zum Beispiel erwartet, dass es irgendwie wieder was Neues gibt oder eine neue Revolution. Aber ich frage mich dann schon, also wie kann das aussehen? Also für die ist das schwierig. Das heißt, sie können sie können natürlich irgendwo einen roten Knopf einbauen, hat aber keine direkte mechanische Funktion. Das heißt, sie können viel Styling anwenden, aber das Eigentliche, die Funktion, die ist nun mal sehr reduziert und das können Sie jetzt grün anmalen oder blau oder braun, aber im Endeffekt gibt es da relativ, also die Visualisierung der Funktion verschwindet eigentlich immer mehr, man hat eigentlich nur noch so einen Riegel und den können Sie natürlich jetzt biegen, ob das einen Sinn macht oder nicht. Ja. Sie können ihn, was weiß ich, aber so viele Möglichkeiten gibt es gar nicht mehr. Also manchmal denke ich, diese Funktion oder das Sehen der Funktion verschwindet irgendwie und die Designer müssen sich dann überlegen, wie baue ich das dann trotzdem ein? Also wie Sie sagen, mit dem Auslösegeräusch, ja, das ja völlig künstlich ist und eigentlich gar keinen großen Zweck erfüllt. Ja. Richtig, richtig. Also ich schwenke mal kurz ab. Wir haben mal für die Bayer Diagnostik Blutzuckermessgeräte gemacht. Diese Bedienung funktionierte auch über ein Display und über ein paar Knöpfe. Ich habe dann das erste Mal die Bedienungsanleitung durchgelesen und da hieß es dann, drücken Sie 2 Sekunden, dann sind Sie in diesem Mode. Halten Sie den Knopf 4 Sekunden gedrückt, dann sind Sie in dem Mode und bei 6 Sekunden sind Sie... Was für ein Wahnsinn! Und diesen Fehler haben definitiv damals die Designer und auch die Konstrukteure nicht gemacht. Das war einfach eindeutig. Da gab es nicht viel Optionen. Wie gesagt, das Schönste ist hier meine Schlechtwettertaste und meine Schönwettertaste. Das ist eindeutig. Ich muss nicht nachdenken, ich muss nicht nachlesen, ich muss mich nicht in irgendwelchen Untermenüs suchen oder irgendwelche Hilfe-Buttons einzuklicken, um zu sehen, wie komme ich da jetzt weiter. Natürlich muss man es jetzt auch nicht alles nur schön reden. Ich habe heute natürlich ganz andere Möglichkeiten mit einer digitalen Technologie. Ich habe wahnsinnig viele verschiedene Standardsysteme, digitale Speichertechnologien, unterschiedliche Kabel, Ausgänge etc. Aber all das ist hier nicht der Fall. Hier gab es nicht die Frage, hat er jetzt die neuesten Firewire oder USB oder was weiß ich für einen Anschluss. Das war ein analoges Gerät und insofern glaube ich auch, wenn Sie sagen, was macht die Faszination dieser Geräte aus? Das ist die Einfachheit, also die analoge Technik, die ja auch qualitativ einen außergewöhnlichen Standard hat. Also viele der jungen Leute wissen heute gar nicht mehr, was für eine extrem gute, auch kostengünstige Qualität klassischer Silberhalogenid-Film hatte. Das bekommen Sie heute oft gar nicht mehr in dieser Qualität. Allein das Speichermedium, wenn ich heute mir digitale Fotodaten speichere,
wie lange kann ich die denn eigentlich noch anschauen? Oder wann muss ich die wieder rechtzeitig auf ein anderes Medium übertragen, dass sie nicht irgendwann ich nur noch Pixel sehe? Das sind alles Fragen, die gibt es hier nicht. Einmal selbst klassische Filmabzüge halten Jahrzehnte und verblassen so gut wie überhaupt nicht in der Farbe. Wie oft sind Sie heute noch und schauen sich Fotoalben an und sind begeistert von der Qualität der Fotoabzüge, sind begeistert von einem Super 8-Film, den Sie von Ihrem Opa oder von Ihrem Vater aus dem Keller holen und der noch immer eine tolle Wiedergabequalität hat. Also da sind viele Faktoren, die auch damals schon den Leuten natürlich noch nicht bewusst war, weil das digitale Zeitalter ja noch gar nicht angebrochen war, aber es war einfach in der gesamten Anwendung einfach überzeugend von der Qualität, von der Anmutung, vom Design. Und ich glaube, dass auch wenn nicht also die Designer wahrscheinlich sowieso schon, aber auch die also die Manager auch kapieren so langsam, dass eben bestimmte Sachen damals ganz gut waren. Also zum Beispiel Nikon hat eine Kamera rausgebracht, die jetzt wieder klassische Bedienelemente hat, obwohl es eine Digitalkamera ist. Also natürlich eher für die Enthusiasten, also das ist kein Smartphone natürlich, da macht das keinen Sinn. Aber ich glaube, dass schon manchmal auch ein Umdenken oder ein neues Denken stattfindet und wo man sagt, okay, wir können vielleicht doch noch lernen, wie das damals war, weil viele Fotoenthusiasten regen sich furchtbar auf, was ich auch verstehen kann, wenn sie erstmal in x Untermenüs gehen müssen, um irgendwie Blende oder sonst irgendwas einzustellen. Und Genau. das sind eben so Sachen, also was mich auch immer so mal genervt hat, also im Autoradio, dass man da irgendwelche Druckschalterchen hat für die Lautstärke, was ich eigentlich viel einfacher und schneller regeln kann über einen Regler. Also vielfach als sind über den einfach Navi. manchmal sind die mechanischen Lösungen oder das kann ja auch dann irgendwie anders elektronisch gesteuert sein, aber die Bedienung ist manchmal nicht eben die beste übers Display, sondern über einen Schalter oder über einen Regler oder sowas. Das ist absolut richtig. Die Haptik kommt wieder zurück, die ist vom Kunden gewollt. Ich fand es zum Beispiel ganz interessant für mich, als die digitalen Kameras kamen, es gab eine lange Zeit erstmal gar keine Sucher mehr. Und mittlerweile kehren die Sucher doch wieder in die Kameras zurück, weil die Leute einfach sehen, es ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn ich durch den Sucher schaue und mein Bild suche und finden muss, als immer nur auf so ein riesen Display, wo dann noch die Sonne drauf scheint, wo ich es dann nicht richtig sehen kann. Also das ganze Handling ist ja komplett anders. Und da ist der Trend geht auch ein bisschen wieder dahin zurück. Ich weiß noch, ich saß kürzlich in einem Tesla und war auf der einen Seite begeistert, weil der Tesla ist ja wirklich eine reine Interface-Bedienung, komplett. Hatte seinen Reiz, war echt super witzig. Also ich war auch begeistert von den Möglichkeiten. Ich habe auch gleich rumgespielt und toll. Aber Sie haben so recht, so die paar Basics. Mal schnell ein Radio anschalten oder irgendwo lauter drehen. Das kann ich mit einem Button, den ich drücken und drehen kann, viel schneller erreichen, als dass ich kann natürlich auch mein Display anklicken und dann klicke ich Radio an und dann klicke ich wieder einen Punkt an und dann kann ich die Lautstärke regeln. Das andere kann ich blind machen, bei dem einen muss ich hingucken und auch hier habe ich ich erinnere mich dran, wir machen auch viele Produkte im Interior-Bereich für BMW. Da wird wahnsinnig viel auch gearbeitet. Was hat ein Drehrad für eine Haptik? Ja, wie fühlt sich das an? Wie drehe ich so ein Drehrad? Was für einen Widerstand habe ich da? Wie weich ist das? Wie rund läuft das? Das sind Qualitäten, die diese Produkte noch hatten, die Sie heute aber leider selten finden. Bei den Automotive-Firmen, da wird noch viel dran gearbeitet. Was weiß ich, wie werfe ich, wenn ich eine Tür zuwerfe, was macht das für ein Geräusch? Ist das billig oder ist das ein schönes Anziehen, was einfach gleich wieder für Qualität steht? Das hatten die Produkte damals auf jeden Fall. Das haben viele Produkte heute nicht mehr. Und wie Sie sagen, der Trend ist eindeutig spürbar, dass man versucht, die Welten zu kombinieren.
Da steckt auf jeden Fall ein Riesenpotenzial drin. Also wirklich viel über Interface, viel über Touchbase, aber auch viel über direkten Zugriff, über ganz klassische, analoge, haptische Bedienelemente. Ja, das ist witzig, dass Sie den Tesla ansprechen. Also das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich finde das Konzept super. Und ich habe auch mal den Aufbau des Wagens gesehen, also mit den Batterien unten und wie wenig Platz eigentlich Motor und die anderen Innereien brauchen. Und es ist eigentlich ein befreiendes Konzept. Das heißt, man hat viel mehr Platz eigentlich für die Passagiere und für Koffer oder sonstige Transport, was man transportieren muss. Aber was mir auch nicht gefallen hat, muss ich ehrlich sagen, das ist das Interior. Das heißt, also dieser riesen Bildschirm ist natürlich irgendwie beeindruckend, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, für mich hat es eher auch einen billigen Eindruck gemacht. Weil so ein Display ist nichts Besonderes mehr. Also Sie kriegen heute die Displays oder die Tablets nachgeschmissen. Es ist eigentlich kein hochwertiges Produkt mehr. Und auch die Grafik gefiel mir jetzt auch nicht so. Und wenn man zurückschaut auf, selbst wenn es ein billiges altes Auto ist, man hat doch noch irgendwie mehr das Gefühl von schon auch Qualität und von sinnlichem Erlebnis. Und ich denke, wie Sie sagen, also dieses zu kombinieren, auch in einem Auto wie Tesla, also das nochmal zu überdenken und zu überarbeiten. Natürlich kann man einen riesen Bildschirm drin haben, aber dass man halt das vielleicht kombiniert mit anderen Elementen, die eben dieses haptische Feeling rüberbringen. Weil was machen die Unternehmen nicht alles bei Farbauswahl, beim Design etc.? Sie wollen ja Emotionen rüberbringen und dann finde ich greift es zu kurz, wenn man dann plötzlich bei den Bedienungen, also bei dem, was man eigentlich permanent macht im Auto, wenn man da stoppt und sagt, okay, ein Display reicht oder vielleicht ein Lederlenkrad. Also ich glaube, da müssten die Designer, also müsste es wirklich noch ein bisschen eine Weiterentwicklung geben, die diese Dinge halt noch besser kombiniert. Die wird kommen. Ich habe da ein paar Projekte, aber da kann ich jetzt leider noch nichts drüber erzählen. Aber Sie haben vollkommen recht, da wird sich definitiv was tun. Es ist auch so, diese Überreizung auch in der grafischen Vielfalt. Also was mir bei dem Tesla zum Beispiel auch nicht gefiel, war zwar schon toll, dann erscheint gleich das ganze Auto so halb transluzent, dann sehen Sie, wo fließt der Strom, wohin oder so. Aber das will ich ja gar nicht sehen, wenn ich ein Radio lauter machen will. Also es ist so, wir sind total überreizt. Wir werden ständig tausende Eindrücke wirken auf uns. Und das ist einfach auch spürbar. In diesen Trend sehen wir Designer auch ganz klar, dass wieder so eine Rückbesinnung stattfindet auf ganz schlichte Formen, auf wirklich Einfachheit. Und nicht auf so eine überbordende Komplexität, die kein Mensch braucht und auch kein Mensch will in dem Punkt. Und ich glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass das kommen wird. Wer flucht heute nicht, wenn er irgendwie, keine Ahnung, seinen neuesten Blu-ray-Rekorder mit dem Fernseher verbindet und in der Gebrauchsanweisung hatte ich wirklich letztens 15 Optionen bekommt, wie er die beiden Geräte miteinander verbinden kann. Ob über das optische Kabel, über den Anschluss, über den. Das ist ein bisschen ein Horror, wo wir Designer leider nur begrenzten Einfluss drauf haben, gerade in der ganzen IT-Branche. Da muss man sagen, das ist definitiv, warum ist Apple so ein Erfolg gewesen? Weil Apple war einfach ein einfaches Plug-and-Play. Ich kaufe Apple-Produkte und die haben einfach miteinander funktioniert. Ich habe mich sehr geärgert, dass die neueste Generation der Apple-Geräte wieder einen neuen Stecker bekommen hat, weil das wieder jedes Mal so eine Kleinigkeit ist, plötzlich wieder ein Cut in der Linie und plötzlich fehlt die Durchgängigkeit wieder. Und das hat Agfa damals auf jeden Fall beherrscht. Das war, was wir heute wirklich ein echtes Plug-and-Play nehmen. Da hat alles miteinander funktioniert. Da gab es Bundles, die waren einfach aufeinander abgestimmt. Es war alles einfach. Auch wie bei der
Bei der Agfa Family. Die Agfa Family war eins der erfolgreichsten Produkte vom Design her, weil sie hat zumindest die Aufnahme ins Museum of Modern Art in New York geschafft, weil sie wunderschön auch einfach die klassische Filmrolle symbolisierte. Mit dieser Kamera konnte man damals fotografieren oder filmen. Es gab zu dieser Family dazu einen kompletten Projektor mit einem großen aufsteckbaren kleinen TV-Screen, und wenn man da die Super 8 Filme einlegte, lief der durch und er hielt an bei den Fotos und er lief weiter, wenn wieder eine Kamerasequenz kam. Ein ganz tolles, einfaches Produkt auch. Sie sehen auch wieder hier fast keine unnötigen Einstellelemente. Hier kam der Super 8 Film rein, hier konnte man noch die Lampe anhängen. Und dann gab es Film und fertig war's. Hier gab es noch ein bisschen eine Einstellmöglichkeit. Das war's. Das war ein komplettes Plug-and-Play-System. Da gab es ein komplettes Bundle. Wenn ich das gekauft hatte, dann hatte ich überhaupt keine Probleme. Hier sehen Sie sehr schön, was ich eben meinte, auch mit dieser zeitlosen Gestaltung, die einfach die Agfa-Geräte aus dieser Zeit hatten. Das ist wirklich ein Gerät, wo ich heute noch ganz oft darauf angesprochen werde und alle Leute noch immer begeistert sind, wie schön und schlicht und einfach das ist. Immer noch eine Kamera, die man heute auch noch verkaufen könnte. Wir haben eben davon gesprochen, ein bisschen so die Möglichkeiten, die Designs oder die Designhaltung von damals wieder auf heute zu übertragen. Und wir haben hier die alte Agfamatic 100. Die war durch so ein Aluband gekennzeichnet, was Sie heute auch bei ganz vielen Kameras sehen. Ich meine, im Prinzip ist es auch ein dickes iPhone mit einem dicken, schönen Streifen und einer schwarzen Vorder- und Rückfläche mit Details, natürlich wieder mit unserem Sensor. Wir haben gesagt, Mensch, diese Schlichtheit, diese Einfachheit, diese Anmutung, wie könnte ich das heute übertragen auf heutige Designs? Und wir haben dann mal angefangen, eine Designstudie zu machen und haben einfach mal diese Schlichtheit und Eleganz und zeitlose Anmutung dieser Kamera auf eine neue Generation übertragen, die sich im Prinzip der gleichen Stilelemente bedient, haben auch wieder diesen Metallstreifen, haben unseren roten Sensor wieder integriert, hätten hinten eine große Displayfläche. Okay, wir haben jetzt hier keinen Sucher drin, aber wie gesagt, das war auch nur eine schnelle Designstudie. Natürlich das, was die Jugend heute braucht mit der ganzen klassischen analogen Bedienung. Aber Sie sehen eine Kamera, die auch bei allen meinen Kunden hervorragend ankommt. Wir haben auch mal probiert und haben uns überlegt, kann man nicht sogar dieses Pocket Image wieder ein bisschen rüberbringen. Auch hier haben wir mal ein bisschen gespielt und eine Version gemacht. Sie sehen so ein bisschen, wir haben dieses Silberelement einfach mal wieder aufgenommen und haben auch hier mal wieder eine Studie gemacht. Und Sie sehen, das Design, das Image, die Anmutung kann ich sehr, sehr gut auch in neue Designs übertragen. Also das funktioniert wirklich hervorragend. Wir haben einfach mal gespielt, eben hier das Element einmal raufzudrehen, einmal runterzudrehen. War eine ganz schöne Geschichte. Auch hier sehen Sie sehr schön, auch das ist ein Produkt, was wir dann mit den Werbeagenturen, die damalige Microflex, allein die Farbgebung, allein die Verpackung. Es wurde damals noch viel mehr auch Wert darauf gelegt, dass Kameras wirklich auch tolle Geschenke sind. Also heute, natürlich, wenn Sie heute eine Canon oder eine Samsung oder was auch immer kaufen, die haben natürlich auch ganz nette Verpackungen. Aber sowas bekommen Sie heute nicht mehr. Das ist wirklich ein klassisches Bundle, das ist ein Gesamtpaket, was im Design gibt.